Und unsere Zuschauer, die achten jetzt mal drauf, wie knapp diese Platte da reingeht. Da kommen wir später noch zu. Nimm sie mal durch. Es ist Millimeterarbeit. So, guck mal hier. Das Teil, das ersetzt unsere Konstruktion aus dem letzten Video mit diesem Schaumstoffzeug. Und hier hat Ali... Willst du der Welt irgendwas sagen, Ali? Ja, natürlich. Was denn? Ich habe dich lieb, aus einem Freund, gute Freund zu haben. Wundervoll. Ganze Arbeit geleistet und wirklich gemessen und gemessen. Problem ist, dass beim Dacia dieser, ich sag mal nicht Kofferraum, sondern dieser ganze Bereich läuft durch die Reifenkästen natürlich konisch zu. Ja. Und da vorne, da ist ja auch noch die Mittelkonsole. Und wir wollten halt eine Konstruktion haben, dass man den Platz auch noch nutzen kann. Das seht ihr später noch. Moin, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute wollen wir das erste Mal hier in unserem Dacia übernachten. Duster, Dacia Duster Dida 2. Und wir haben hier auch richtig eingekauft. Ne? Wir haben eine Powerstation, alles gekauft. Powerstation gekauft, Wasserkocher mit wenig Leistung. Ich glaube, das zeigen wir auch gleich noch. Wasserkocher, genau. Dann haben wir einen Heizpfiffi gekauft. Ja, dann müssen wir gleich mal Sebastian von Auto mit Sebastian grüßen. Dein Heizpfiffi ist geil. Das stimmt. Verbraucht relativ wenig, 360 Watt, glaube ich. Aber er ist auch wirklich gut, weil der hat unten auch noch so einen Umkippschutz. Ne? Wir zeigen euch das im Laufe des Tages eh noch. Und da fahren wir jetzt mal an die Elbe. Das ist gar nicht weit von hier, aber wir müssen das unbedingt mal testen, wie sich das alles im Auto anfühlt. Um aus dem Nähkästchen zu plaudern, vorher müssen wir noch kurz was bei Rewe einkaufen, sonst verhungern wir nämlich heute Abend. Richtig. So, und die Marion hat jetzt hier leichtes, wie heißt das Zeug? Das ist so eine Art Styropor. Ja. Auf jeden Fall sehr gut. Und das packen wir jetzt auf der anderen Seite unter unsere Holzkonstruktion. Nämlich da, so. Und dann haben wir hier die Powerbank. Da muss jemand dran, der ein bisschen was in die Muckis... Deswegen solltest du mich das ja machen lassen. Und zwar ist die nicht hoch genug. Deswegen haben wir noch hier Literatur mitgebracht, um das zu erhöhen. Also nicht hoch genug, um das auf eine Höhe mit dem Styropor-Ding zu bringen. Ja. Und dem Boden. Jetzt steht das wunderbar. Wir kommen auch an die Anschlüsse ran. Ja, da können wir überall noch drauf zugreifen. Und wenn ich jetzt filmst du das? Ja. Wenn die Konstruktion raufkommt, guck mal hier, dann liegt sie da drüben schon mal auf dem... Hier liegt sie jetzt auf dem Styropor auf. Jetzt kommt Keith Richard ins Spiel, der Unsterbliche. Jetzt kommt sie jetzt hier durch, so, bis hier ran. Und jetzt guck mal hier, Problem gelöst. Das Schöne, dass diese Powerstation die Lifter nicht oben hat, sondern rechts und links. Ja. Das passt hier wunderbar. Wir kommen sehr gut an die Steckdosen ran und geil, läuft. So, und wenn ihr jetzt mal da guckt, dann seht ihr, wie konisch das zuläuft. Und deswegen dieses ganze Theater. Jetzt haben wir gerade Vorräte aufgefüllt bei Rewe. Natürlich das Wichtigste, allen voran Nescafé. Mehr kriegen wir ja nicht. Wir bleiben bis morgen früh. Als ob ein Atomkrieg bevorsteht. Es ist Mittag. Du wirst mir noch dankbar sein. Es ist Mittag. Ich habe viel weniger gegessen als Michael der Verfressene. Das ist nämlich sein Beiname, Michael der Verfressene. Und wir haben noch den ganzen Tag. Wir werden nachher noch eine schöne Runde laufen. So, die Profis vor der Kamera waren jetzt gerade schon unterwegs zum Stellplatz. Und dann habe ich gefragt, sag mal, wo ist eigentlich die Kamera? Ist ja immer ganz nützlich, die Kamera dabei zu haben, wenn man ein Video machen möchte. Wir sind jetzt gerade noch mal auf dem Weg nach Hause, um die Kamera zu holen. So, wir haben jetzt alles an die Powerstation angeschlossen. Getönte Scheiben hier, wir können alles sehen, uns kann niemand sehen. Wir haben hier diesen kleinen Wasserkocher, den hier, der ist an der Powerstation angeschlossen.
Die Powerstation macht aber noch nichts, weil die muss jetzt erstmal Eingeschaltet werden. Ja, AC muss eingeschaltet werden. AC ist an. Ja, und das kann man mit der App machen. Wir machen über diese Powerstation nochmal ein Review. Er braucht gerade 299 Watt. Was natürlich, wir haben einen Denkfehler gemacht. Ja. Wir haben gedacht, ach, wir kaufen mal den Wasserkocher mit der wenigsten Leistung, was totaler Schwachsinn ist. Strom zu sparen. Danke. Was totaler Blödsinn ist, weil wenn wir 1000 Watt nehmen, dann dauert das auch nicht so lange, ne? Ja. Guten Appetit. Sofort kalt, ne? Ja. Ja, sind wir hier am Elbstrand. Und was sagt die Marion? Elbstrand Wittenbergen kennt ihr vielleicht von uns. Es ist herrlich. Und kalt. Es wird kalt wieder. Jetzt, wo die Sonne wieder verschwindet hinter den Wolken. Ja. Der Anleger ist gesperrt heute. Und zwar nehme ich an, oder Marion, wenn das vereist ist, Ja. dass die einen für zu blöd halten, dass man nicht in die Elbe fällt. Gibt ja auch zu viele, die zu blöd sind. Jo. Wie sagte der Meister Eder so schön, es muss ein Bläde geben, aber es werden halt immer mehr. Ja, kaum sind wir zum Campen. Hier entdecken wir neue Wege. Hier sind wir noch nie lang. Kommen wir da irgendwie hoch? Ja, das frage ich mich auch gerade. Es ist ein bisschen steil. Das sieht man auf Kamera gar nicht, ne? Nee, wahrscheinlich Aber ich nicht. glaube hier geradeaus. Boah. Aber pass auf, Ja, ich merke das mit der schon. Kamera ist Scheiße in der Hand noch. Ja. Und das ist rutschig. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht schlau. Oi, oi, oi. Hä? Runter ist aber noch schwerer als hoch. Ja. Da drüben werden Bäume umarmt. Ja. Muss ja auch mal sein. So, Ach, hier ist ein weiter. dicker Ast. Ja, Ich gehe außen rum. ich gehe unter durch. Okay. Und immer gut aufpassen. Hier liegt wahnsinnig viel rollendes Holz. Holz. Boah, Ja, krass. gerade eben war es noch ein Hund. Dann ist es ein Reh geworden. Und jetzt ist es nur noch ein Ast. Jetzt ist eine Ziege von oben aufgenommen mit der Hörner. Stimmt. Ja, was können wir sagen zur Camperei? Also, wir haben ja jetzt tatsächlich erstmal nur Erstmal ein nur was. verspätetes Mittagessen im Auto gemacht. Genau. Aber wir müssen den ganzen Scheiß da verräumen, der da noch drin steht, damit man Lümmelplatz hat. Ja, und was auch ganz klar ist, der Platz ist so begrenzt, dass man wirklich ganz behutsam sich bewegen muss. Also das macht keinen Sinn, so schnell und hektisch, sondern man muss sich wirklich behutsam bewegen, um sich selbst nicht irgendwo zu verletzen oder um auch den anderen nicht zu verletzen. Weil da ja auch Zu zweit. heißes Wasser und so steht. Aber man muss auch Ordnung halten. Ja, Immer gleich alles wegpacken, damit man das auch wiederfindet. wa? also so ein paar, wenn es nur kleine Aufbewahrungsplätze zusätzlich sind, aber ich glaube, das hilft einem schon enorm weiter bei dieser kleinen Fläche. Auf jeden Fall. Und die Marion freut sich gerade darüber, wie die Hunde sich treffen hier und für kurze Zeit beste Freunde Ja. sind und sich dann wieder trennen. Und da hat sie gesagt, als Kind war man genauso. Da hat Absolut. man auf dem Spielplatz ein fremdes Kind gespielt, eine Stunde, ne? Es war der beste Freund, den man haben konnte. Das ist alles verloren. Im Erwachsenwerden ist scheiße. Ja, In jeder Hinsicht. es gibt auch vieles, das gut ist. Was denn? Na, wir können uns unser Auto einrichten, wie wir wollen als Camper. Ja. Aber als es Kind geht brauchst viel du sowas gar Leichtigkeit. nicht. Ja, es geht halt viel Leichtigkeit flöten. Bist jetzt Model? Auf Reiseprospekt für Outdoor. Für einen Fuffi? Mit oder ohne? Das Sponsoring ist wieder gesichert. Gott sei Dank. Ob ich mir das wirklich antue? Warte mal, das gucken wir uns auch mal zusammen an. Was das hier soll? Ach, guck mal. Da kannst du, wenn du es brauchst, eine Klobrille runterklappen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich bin stehen geblieben. Für alle, die das interessiert. Und hier hast du Wasser.
Seife drücke ich jetzt nicht drauf, da kommt auch nicht mehr so viel raus. Und den Trockner habe ich allerdings auch nicht getestet, weil ich die total eklig finde. Klopapier, ist ganz interessant, es waren beide Rollen leer. Und dann klappst du hier einmal hoch und dann kippt die leere Rolle praktisch in den Müll unten drunter rein. Und es rutscht eine frische nach. Habe ich noch nie gesehen. Also, muss man nicht zu Hause haben, so ein Klo, aber schlecht ist das jetzt auch nicht. So, jetzt haben wir mal kurz Licht angemacht und lümmeln jetzt ein bisschen rum. Gleich gucken wir ein bisschen Breaking Bad und dann melden wir uns wieder, wenn wir Bett machen. Ne? Noch ist Lümmeln angesagt. Noch ist Lümmeln angesagt, es ist ja noch früh am Tag. Essen haben wir auch noch was genug. Guck mal hier, so sieht's aus. Wir liegen hier und lümmeln. Da oben brennt Licht mit ein bisschen Rot drin. Da ist das andere, das Nachtlicht. Den ganzen Scheiß haben wir nach vorne geräumt. Jetzt haben wir ganz gut Platz. Hi. Tut mir leid, Mann. Ich muss mit dir reden, aber du warst nicht in deiner Wohnung. Nein, ich bin wieder zurück nach Hause gezogen. So gucken wir jetzt Ist doch Netflix. gut, oder? So, jetzt mal bei Kerzenschein und iPhone-Licht. Ja. Haben wir noch ein bisschen geguckt. Netflix. Gemütlich ist es. Gemütlich, alles ist dunkel. Aber so im Sitzen ist das ganz schön. Ja, aber gleich wird die Matratze aufgepustet. Ja, er ist rosa. Ja. Michael musste den rosanen kaufen und durfte nicht den blauen kaufen, weil der rosane 8 Euro günstiger war. Und ich bin ja immer noch ein Sparfuchs. Jetzt haben wir uns das gemütlich gemacht. Der Marion ist an der Abendroutine. Ja, man muss ja trotzdem Kontaktlinsen raus, abschminken und sowas. Mangels Bad muss ich das natürlich im Auto machen. Hier fahren immer noch Autos rauf und runter vom Parkplatz, irre. Wir haben uns gerade noch mal umgeparkt, weil A, die Standheizung von dem Camper bei uns in der Nähe tierisch gestunken hat und B, ein Pärchen, das auf diesen fast leeren Parkplatz gefahren ist, sich hat eingebildet, direkt neben uns parken zu müssen. Und das... Das verstehe ich auch nicht. Wieder mal ein leerer Parkplatz und sie stellen sich direkt neben uns. Das sieht übrigens aus wie eine Puffbeleuchtung da oben. So, jetzt sind wir eingekuschelt. Hier läuft unser Wasserkocher. Dass wir noch einen Gute-Nacht-Kaffee bekommen. Und dann gucken wir noch ein bisschen fern. Wie ich morgen ausschauen werde, mach mal nah an mich ran. Oh. Man darf nichts, aber auch gar nichts außer Hand nehmen, außer Hand geben. Nee. Und alles muss seinen Platz haben. Du verlierst hier einfach alles. Du musst für alles einen konkreten Platz haben, sonst bist du wirklich verloren. Und du siehst ja auch nichts hier im Auto. Ne? Ihr müsst euch mal hier so vorstellen, hier liegen 2 Schlafsäcke nebeneinander. Und da hinten haben wir, ich nehme mal die Lampe da oben ab, da haben wir alles aufgestellt, was wir brauchen. Und hier liegt noch irgendwas. Also, und dann haben wir noch ein Problem mit Feuchtigkeit. Wir müssen irgendwie, wir haben zwar die Fenster offen, aber das reicht nicht. Also alles beschlagen. Wir müssen hier so ein USB-C, sag mal schnell, wie heißt das, Ventilator haben, der die Luft hier bewegt. Gute Nacht, ihr Lieben. Jetzt hätten wir fast vergessen, gute Nacht zu sagen. Sag doch, wie es ist. Weil wir gesagt haben, wir wollen uns jetzt einmuggeln. Und dann haben wir gesagt, ach je, wir haben vergessen, gute Nacht zu sagen. Deswegen bin ich schon so eingemuggelt. Und der Michael hat ganz tapfer nochmal die Kamera rausgegraben. Wir kuscheln uns jetzt hier schön in unsere Schlafsäcke ein. Mit unserem Sippo-Handwärmer unten drin unter der Decke. Und hoffentlich schlafen wir richtig gut. Bis morgen früh. Gute Nacht, ihr Lieben. Schlaft schön. Gute Nacht. Bis morgen früh. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, ja, wie war die Nacht? Interessant und lehrreich und aber auch gemütlich. Manchmal kalt. Ja, da ist gerade der große Zeiger über der Temperatur. 6 Grad. Und das ist schon kalt, ne? Ja. Aber ja, Fifi läuft schon wieder hier. Den hat er aber die ganze Nacht nicht benutzt. Nee, aber wir haben ja unseren kleinen Benziner dabei. Oh.
Der war genial. Das war der Lebensretter, ne? Ja. Ich habe von Zippo diesen Handwärmer. Den haben wir gestern Abend, ich glaube um 9 angemacht. Der ist immer noch brüllheiß. Wir haben den, der 12 Stunden hält. Herrlich, immer noch warm. Aber wie? Ich habe meinen an den Füßen. Jetzt ist um 6:30, also wir haben den 10,5 Stunden läuft der jetzt. So, wir machen jetzt erstmal Kaffee, melden uns gleich wieder. So, die Nacht ist vorbei. Es war klasse. Es hat so viel Spaß gemacht. Aber wir haben unheimlich viele Erkenntnisse gewonnen. Unter anderem, dass ich gerade auf so einer Testnacht keine Lust habe, mich morgens noch zu schminken. Ich habe Schminkzeug mitgenommen. Wir haben folgende Probleme gehabt. Du verlierst alles in so einem kleinen Auto. Du legst irgendwo hin, gerade im Dunkeln. Das heißt, wir brauchen da hinten Stauraum im Zugriff. Da muss ich mir was einfallen lassen. Also praktisch, dass man da Fächer hat, wo alles themengeordnet liegt, wie Dampfen, Powerbanks, was haben wir noch? Ach was, ich weiß nicht, Taschenlampe und was alles. Unser Handwärmer. Man legt eine Sache aus der Hand und sie ist verschwunden. Das heißt, es braucht wirklich jede Sache, die man verwendet im Camper, braucht ihren speziellen Platz. Und man muss die Sachen immer sofort an den Platz zurücklegen, anstatt sie irgendwo aus der Hand zu legen, sonst findet man sie nicht wieder. Wie heißen die Schlafsäcke? Das sind Carinthia Defense 1 Schlafsäcke. Findet ihr unten verlinkt. Die haben sich richtig gut gemacht. Die haben sich richtig gut gemacht, total kuschelig, leicht und weich, also toll. Es war herrlich. Und trotz Radau hier auf dem Parkplatz, nachts sind immer irgendwelche Irren hier reingefahren und haben Bum, Bum, Bum gemacht. Oder Motor aufheulen lassen und solche Scherzchen. War es eine super Nacht. Das Problem mit diesem Kondenswasser, alle Scheiben total beschlagen. Ich weiß nicht, ob es da eine Lösung gibt. Es gibt ja so Entfeuchter für Autos. Schreibt's mal in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt, was wir da machen können. Bettkonstruktion ist noch sowas, damit sind wir auch noch nicht 100%ig zufrieden. Die Luftmatratze ist toll. An sich ja. Aber nicht das Ideale aus Gründen. Ja. Jetzt haben wir schon überlegt, ob wir nicht doch eine Faltmatratze von Ikea oder so uns zurechtschneiden, aber das wissen wir noch nicht. Müssen wir mal gucken. Also er funktioniert, wir können los, ist alles super. Und es macht richtig Spaß. Es macht Spaß. Die Powerbank, unsere Anker, über die es ja noch ein Review gibt, hat gut durchgehalten. Und nur aufgrund des Heizfifis ist die jetzt bei 50% noch von 1,5 Kilowattstunden. Aber ist ja auch okay. Und im Sommer heizt man ja auch in der Regel nicht. Ne? Abo und Like nicht vergessen. Kostet euch nichts. Bedeutet uns die Welt. Und denkt dran, draußen ist das Leben. Geht raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Der Wasserkocher war richtig geil. Der hat einen richtig guten Der Job kleine, gemacht. ist auch unten verlinkt. Ja, wir können Tschüss. los. Tschüss.